Du möchtest Tonaufnahmen hier mit der DJI Neo 2 machen oder vielleicht auch Tonaufnahmen mit deiner DJI Mini 5 Pro, dann funktioniert es auf jeden Fall, wenn du hier den DJI ASI 2 Controller im Einsatz hast. Mein Name ist Jörg und es ist den Drohnenkraftwerk-Kanal. Und wie wir ja alle wissen, können unsere Drohnen keinen Ton aufzeichnen. Es wird jetzt hier über die Kamera wirklich nur das Videobild aufgezeichnet und das eben alles ohne Ton. Aber manchmal möchte man doch vielleicht, wenn man draußen unterwegs ist, irgendwie so eine kurze Sprachnotiz mal mit aufnehmen. Und das kann man zum Beispiel machen, wenn man jetzt hier so ein kleines Ansteckmikrofon hat, so wie ich das habe. Das ist jetzt hier das Boya Mini 2. Das hat eben hier zwei Mikrofone und einen Empfänger. Hier gibt es dann zum Beispiel ja so einen Adapter für iOS-Geräte, für Apple Smartphones oder auch hier mit so einem USB-C-Adapter. Und das Ganze kann man dann hier natürlich in seinen DJI ASI 2 Controller hier unten nochmal mit einstecken. Und wenn man dann auch den Controller gestartet hat und auch das Mikrofon mit eingeschaltet hat, dann kann man das hier unten an dieser kleinen LED sehen, mit das blau leuchtet, dann ist das alles miteinander verbunden. Wenn es blau blinkt, dann ist es leider noch nicht verbunden. Dann haben wir noch so eine grüne Status-LED. Das ist dann die aktivierte Rauschunterdrückung, beziehungsweise wenn man jetzt hier nochmal auf diesen kleinen Taster mit drauf drückt, dann wird jetzt hier das Mikrofon erstmal stumm geschalten. Und das kleine, nur 5 Gramm schwere Mikrofon, das eignet sich natürlich dann auch draußen, wenn man Outdoor mit der Drohne unterwegs ist und vielleicht während seines Drohnenfluges ein paar Sprachnotizen einfach mal mitmachen möchte oder vielleicht auch zum Flugverhalten der Drohne oder auch zu verschiedenen Einstellungen an unserer Kamera. Also das ist wirklich sehr nützlich. Man kann dieses kleine Mikrofon aber natürlich auch an einem Smartphone mit anschließen. Einfach hier unten am Smartphone mit dem jeweiligen Adapter hier unten nochmal mit anschließen. Dann kann man auch den Ton direkt jetzt hier vom Mikrofon mit dem Smartphone aufnehmen und dann auch schöne Videos mit dem Smartphone machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Mikrofon an meinem DJI Osmo Pocket 3 hier hinten mit angeschlossen. Also da funktioniert es genauso und da habt ihr auch schon mal einen Eindruck, wie das ganze Mikrofon hier klingt. Also das ist wirklich ein 5 Gramm schweres kleines Mini-Mikrofon und das werden wir jetzt draußen an unserer Drohne bzw. an unserem Controller auch nochmal mit testen. Und jetzt starten wir hier mal eine Bildschirmaufnahme an unserem DJI ASI 2 Controller. Dazu ziehen wir einfach hier mal dieses Untermenü nach unten. Wir gehen einfach mit dem Finger hier drüber weg, wie bei so einem Smartphone. Dann lässt sich jetzt hier so ein Untermenü öffnen und hier gehen wir jetzt einfach mal auf Bildschirmaufnahme. Und wenn wir jetzt hier diesen Button mit betätigt haben, dann startet jetzt hier eigentlich schon unsere Aufzeichnung von unserem Bildschirm aus dem ASI 2 Controller. Würde man jetzt hier mit der Drohne fliegen, dann würde man natürlich hier das Drohnen-Live-Bild aus der Drohne hier im Controller mit sehen und es wird natürlich auch hier alle Kommentare und alles, was man jetzt sagt, hier über dieses kleine Mikrofon dann mit aufgenommen. Und dann hat man auch diese Tonspur in der Videoaufzeichnung, welche jetzt hier im DJI ASI 2 Controller mit abgespeichert wird. Man kann sich das Ganze natürlich auch auf den PC dann herunterladen. Dazu muss man lediglich den ASI 2 Controller am PC mit anschließen und dann den ASI 2 Controller hier in dem Sinne am PC mit öffnen. Und da gibt es jetzt hier einen Ordner mit Movies und da sind dann alle eure Bildschirmaufnahmen drin mit gespeichert und das kann man sich dann wirklich ganz einfach auf den PC mit übertragen und dann auch, wie gesagt, in so einer Videobearbeitungssoftware richtig schön mit weiterverarbeiten. So hat man alle Sachen, was man jetzt hier dann gesagt hat, alles hier mit in diesem Video mit drin. Und jetzt wollen wir das aber wirklich mal ganz in Ruhe draußen testen. Jetzt möchte ich auch mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert mit unserer Rauschunterdrückung. Und jetzt sehen wir uns gleich draußen beim Fliegen wieder. So, jetzt starte ich hier mal eine Bildschirmaufzeichnung und fliege jetzt hier mal ein kleines Stück nach hinten. Ja, jetzt kann man mich da unten sehen. Ich habe jetzt das Mikro angeschlossen. Jetzt komme ich hier mal ein kleines Stückchen zurück. Und jetzt fliegen wir hier mal ein kleines Stückchen über das Feld. Und so könnte man jetzt auf jeden Fall mal Tonaufnahmen mit dem Boya Mini 2, mit der DJI Neo 2 oder mit der Mini 5 Pro auf jeden Fall auch schon mal aufnehmen. Jetzt werde ich hier mal die Rauschunterdrückung aktivieren. Jetzt sollte auch gleich die grüne LED und dann hören wir uns mal an, ob sich das Ganze ein bisschen besser anhört.
Ja, jetzt ist die Rauschunterdrückung aktiviert. Die LED leuchtet jetzt hier bei mir grün und jetzt komme ich hier mal zurück. Und jetzt möchte ich einfach mal hören, wie sich das Ganze jetzt hier anhört. So, mich filmt jetzt hier die kleine DJI Neo 2. Ich hoffe ja, dass das jetzt hier mit unserem Test so ein bisschen funktioniert hat. Ihr habt jetzt auf jeden Fall mal gesehen, wie das Ganze hier mit der Tonaufzeichnung funktioniert. Ich denke mal, es ist ganz hilfreich und ich hoffe ja, dass man das Surren der kleinen Drohne nicht so sehr hört. Ich habe ja schon die Rauschunterdrückung jetzt hier aktiviert. Ich kann das jetzt hier nochmal ganz kurz deaktivieren. Da haben wir da vielleicht nochmal einen richtigen Vergleich. Jetzt ist die Rauschunterdrückung deaktiviert. Und jetzt werde ich nochmal aktivieren. Die LED leuchtet grün, also es ist wieder aktiviert. Vielleicht konnte man da jetzt so eine kleine Verbesserung auf jeden Fall hier schon mal akustisch auch mit wahrnehmen. Jetzt packe ich mal zusammen und dann schauen wir uns nochmal ein paar andere Sachen für unsere DJI Neo 2 und unser Boya MIG 2 an. Und da sind wir jetzt hier auch schon wieder ganz gut gelandet. Also ihr habt es jetzt mal gesehen, wie man dann Tonaufnahmen bzw. auch Sprachaufnahmen mit der DJI Neo 2 oder vielleicht auch mit der DJI Mini 5 Pro in Verbindung mit dem DJI ASI 2 Controller machen kann. Also ganz einfach wirklich hier das kleine Mikrofon in den Controller reinstecken, die Bildschirmaufnahme starten, dann wird auch der Ton schon mit aufgezeichnet. Und so hat man eben auch immer eine passende Tonspur zu seinen Videos, gerade wenn man sich wichtige Informationen hier einfach nochmal mit abspeichern möchte oder einfach mal eine Sprachnotiz hiermit machen möchte. Natürlich kann man jetzt hier dieses Mikrofon nicht oben an der Drohne befestigen, da würde man wahrscheinlich eh nichts hören. Dann hört man nur das Surren der Propeller, also irgendwelche Vogelgeräusche oder irgendwelche Stürme oder Winde oder irgendwelche andere Sachen, die kann man jetzt hier leider nicht aufnehmen. Aber dazu hatte ich euch auch schon mal ein Video mitgemacht. Das kann ich euch hier oben mal mit verlinken, wie man dann vielleicht eine Tonspur zu seinen Drohnenvideos hier nochmal mit hinzufügen kann. Schaut euch das auf jeden Fall mal mit an. Und das Boya Mini 2, das ist hier so ein kleines Case. Das wird jetzt hier per USB-C geladen. Man kann das hier unten an diesem USB-C-Anschluss nochmal mit Strom versorgen und alles aufladen. Und hier drin hat man dann eben die beiden Mikrofone bzw. auch den Empfänger. Und hier ist wirklich gar nicht viel dazu, zu diesem ganzen Mikrofon zu sagen. Hier gibt es jetzt keine großartigen Einstellungen und Anpassungen. Es ist wirklich ein ganz kleines, leichtes Mikrofon, wo ich aber wirklich sagen muss, von der Tonqualität bin ich bisher wirklich beeindruckt. Also es hat jetzt auch wirklich richtig viel Spaß gemacht, mit diesem unkomplizierten Setup jetzt hier mal was aufzunehmen. Ich habe euch natürlich das Mikrofon unten in der Videobeschreibung nochmal mit verlinkt. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall mal mit anschauen. Und wenn ihr mit einer Drohne draußen unterwegs seid und vielleicht richtig schöne Tonaufnahmen und Sprachaufnahmen machen wollt, braucht ihr natürlich wieder eine passende Drohnennachpflichtversicherung. Mit dem Code DRGR3 findet ihr bei den Helden eine passende Drohnennachpflichtversicherung für eure DJI Neo 2, für die Mini 5 Pro, für die FPV-Drohnen, was es sonst noch alles so gibt. Und ob ihr privat oder auch gewerblich mit der Drohne unterwegs seid, das spielt keine Rolle. Solltet ihr gewerblich Drohne fliegen, gibt es jetzt von den Helden was Neues. Jede weitere Drohne, die dann in eurem Vertrag mit integriert ist, die wird dann ein kleines bisschen günstiger. Ich habe euch auch die Drohnennachpflichtversicherung unten in der Videobeschreibung nochmal mit verlinkt. Und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial hiermit gefallen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrapher-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.